Herzlich willkommen in der RC-Werkstatt. Ja, heute soll es um ein paar 1:10er Karosserien gehen. Ich wollte euch mal ein paar von meinen 1:10er Karosserien zeigen. VW T4. Ja, das ist das Modell zu meinen Originalen, also den echten. So wie der hier steht, fahre ich den auch in echt. Und ja, ich wollte unbedingt einen noch als Modell haben. Und ich hatte das Glück, diese Karosse noch bei eBay kriegen zu können. Das war mal damals von Robbe produziert, glaube ich. Und die gibt es ja schon seit längerem nicht mehr. Das war nur die Karosserie ohne Aufkleber, ohne nix. Und ja, ich habe hier halt die Folie gemacht, so wie sie bei mir original drauf ist. Ich habe hier noch die Spiegel selber gebaut, Scheinwerfer, das Armaturenbrett, ja, hier den Spoiler so angedeutet, genau wie hier unten an der Heckklappe den Spoiler, den habe ich auch in Original drauf. Und ja, Armaturenbrett besteht aus ja, so ein Dämmmaterial, was die für Fassaden nutzen. Lichtanlage, wie gesagt, selber gemacht. Das Modul ist von Killerbuddy. Also die Reflektoren habe ich selber gemacht und die Lichtanlage ist von Killerbuddy. Ja, der ist eigentlich nur als Deko. Der fährt nicht. Ich bin den schon gefahren. Ich muss auch, ja, ist ein kleiner Tick, also ich muss immer alle Modelle einmal gefahren haben, bevor sie dann irgendwo rumstehen dürfen. Die Felgen, hätte ich fast vergessen. Felgen habe ich bei Facebook einen gefunden, der 3D-Druck macht und ja, ich habe ihnen Fotos geschickt von meinen Felgen und irgendwie ohne irgendwelche Maße hat er es hinbekommen, die Felgen super detailgetreu nachzudrucken. Also die Räder, die Felgen, Außenringe, die sind von MST, das sind diese verstellbaren Offset-Felgen. Und das Innenteil hat er dann mit einem 3D-Drucker gemacht. Fahren weiß ich nicht, ob die halten würden, habe ich nie probiert mit den Felgen zu fahren. Aber als Deko reichen die vollkommen aus. So, bevor wir mit den nächsten weitermachen, würde ich euch einmal bitten, mal einen Kommentar abzugeben. Habt ihr überhaupt Interesse an den ganzen Vorführungen von diesen 1:10er Autos bzw. Drifter-Karos? Einfach mal bitte in die Kommentare schreiben oder mir mit einem Like zeigen, ob ihr da Interesse habt, da ich wohl das Video ja nicht komplett machen kann. Es werden wahrscheinlich wohl 2 Teile werden, weil sonst ein Video einfach zu lange wird. Lancia Delta Integrale Evo 3. Ja, ich habe einen ganz speziellen Bezug zu den Autos, da ich in der Ausbildung ja mehr oder weniger auf den Autos gelernt habe. Ich war in einer kleinen Werkstatt, wo wir spezialisiert waren auf Lancia Delta, und da habe ich auch die Bekanntschaft mit dem Auto gemacht und ja, Ewigkeiten an den Autos geschraubt. Wir hatten natürlich auch normale Kundschaft, aber hauptsächlich Lancia Deltas. Genug von mir, kommen wir zu den Autos. An der Stelle noch eben schöne Grüße an Frank, meinen alten Meister. Ja, das ist eine Tamiya-Karosse mit den Original Speedline, wie sie damals gefahren sind. Wer das Auto nicht kennt, würde ich raten, mal einfach mal nach einem Lancia Delta Integrale zu googeln. Eine Legende im Rallye-Sport. Tamiya-Karosse, wunderschön. Von den Details her, der Kühlergrill, ja, die ganze Stoßstange. Gut, die Wischer hätten die nur drauf machen können, das haben die bei Tamiya versäumt.
aber auch hier mit dem Spoiler, der ist so detailliert und so originalgetreu mit den Abschlepphaken hier angedeutet, Auspuff. Das ist einfach richtig schön gemacht. Und das einzige Negative an dem Auto ist halt, dass man hier keine Lightbuckets hat und auch nicht wirklich eine Vorkehrung, um da Lightbuckets reinzumachen. Also das fehlt da. Aber sonst von den Details ist das super. Der steht auf einem Dummy, den ich vorhin noch eben zusammengeschustert habe. Ja, den bin ich ein bisschen gefahren auf dem Parkplatz, die ersten Driftfahrten mit dem Auto gemacht. Einer der ersten Driftfahrten mit der Karosse und ja, jetzt steht er eigentlich nur noch als Deko rum. Ja, was ich danach an Details noch ranwagen kann, ist die Killer Buddy Karosserie. Die ist von den Details halt nicht so hundertprozentig, aber auch schon sehr gut. Also zum Beispiel der Kühlergrill, das ist hier nur ein Aufkleber. Bei den Tamiya haben wir hier die Wabenkonstruktion. Das ist viel detaillierter. Allerdings haben wir hier Lightbuckets, Scheibenwischer. Gut, das hier oben. Ja, das war so eine Belüftung im Rallye-Sport Original, also die Straßenversion hatte das natürlich nicht. Ich wollte den so ein bisschen auf Straße getrimmt machen. Leider ist hier so ein Hubel noch mit drunter, so eine Erhöhung, wo dann hier so eine Lexanplatte draufgeklebt wird. Und deswegen habe ich die drauf montiert, weil ohne sieht das noch schlechter aus. Ja, wie gesagt, Lichtanlage ist bei der Killer Buddy original mit bei, also die Lightbuckets. Und hier habe ich ein Modul drin, das ist vom Kollegen gemacht. Ich verlinke euch das mal hier. Da könnt ihr euch die Lichtanlage an einem anderen Auto angucken. Das ist aber die gleiche Lichtanlage, wie sie hier verbaut ist. Ja, dann habe ich, das war vorher, den bin ich on-road auf dem Parkplatz gefahren. Man sieht es auch, die musste schon einiges wegstecken. Ist nicht mehr so schön. Und die nutze ich auch noch so für den Parkplatz, um da so ein bisschen hin und her zu knallen. Dafür reicht sie noch aus. Die fahre ich oder bin ich auf den Drifter gefahren. Wie schon vorher erwähnt, ich muss sie einmal gefahren haben, dann dürfen sie sich ausruhen, dann dienen sie als Deko. Und der kriegt dann auch irgendwann ein Dummy-Chassis verpasst und wird dann halt zu den anderen sich gesellen. Ja, das war's zum Thema Lancia Delta. Als nächstes haben wir die BMW M3 E30 Kombi Karo. Ja, als Kombi gab es die ja nicht vom Werk aus. Es gibt allerdings zwei Umbauten in echt, wo man aus einem normalen E30 Kombi ein M3 gemacht hat. Die Karo ist von einem Freund. Das ist der Mavi Adam Cap, der produziert die Karos in kleiner Handarbeit selber. Und ja, er hat die umgebaut als Kombi, also wirklich in Handarbeit neue Form erstellt und tiefgezogen. Richtig klasse gemacht. Ja, die Karo, die hat schon die besten Zeiten hinter sich. Ich bin die gerne und oft gefahren. Die fährt sich auch schön als Drifter. Ist gut steuerbar, ein bisschen hecklastig, aber das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Ja, die hat schon einige Schrammen abbekommen. Die ist ein bisschen mitgenommen, aber immer noch einer meiner Lieblingsautos, Karossen. Hier bin ich mal gegen eine Bande geknallt, da ist ein bisschen gesprungen. Den
Heckspoiler, den habe ich selber aus Lexan so ein bisschen hin und her gebogen. Ja, Spiegel angebracht, Scheibenwischer, der hat auch eine Lichtanlage. Das Design ist in Fummelarbeit auf lange Zeit entstanden. Die Karos sind aufgeklebt, einzeln ausgeschnitten, einzeln aufgeklebt. Das ganze Design ist, wie gesagt, in langer Zeit in Handarbeit entstanden. Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von unsymmetrischen Sachen, aber bei der Karo und dem Design kann ich mich gut mit anfreunden. Ich gehe mal rüber, ich zeige euch mal eben die Lichter. Ja, beim BMW habe ich mir gedacht, gehören Angel Eyes dazu, obwohl es das in dem Baujahr ja noch nicht so gab. Aber ich habe hier so ein bisschen modern und alt zusammengefügt. Ich habe hier die RGB LEDs drin mit einem einfachen Modul, was man auch im Baumarkt bekommt. Das sitzt hier im Dach und da kann ich auch, wenn ich die Knöpfe finde, kann ich auch die Farben wechseln. Ja, die LEDs, das System ist auch ziemlich simpel zu machen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das hier. Das ist allerdings spontan entstanden, das Video mit ein paar Freunden, die da auch noch ein bisschen Quatsch mitgemacht haben und unvorbereitet. Das ist nicht so toll, das Video. Aber es erklärt schon, wie man sowas bauen kann. So, dann gehen wir rüber zu dem Weißen. So, das ist die zweite Version, die er gemacht hat. Bei der ersten sind die Details nicht so ausgeprägt und deswegen hat er eine Neuauflage gemacht. Hier sind zum Beispiel die Fenster etwas vertieft. Die ganzen Strukturen sind ein bisschen stärker ausgeprägt mit den Griffen und so. Auch die ganze Frontpartie, der Kühlergrill, der ist ausgeprägter. Alles ein bisschen detaillierter. Allerdings ist hier irgendwie ein Fehler entstanden. Der Radstand, der passt hier nicht mehr. Deswegen ist das eine Karo, die ich noch nie gefahren bin, die trotzdem als Deko dienen darf. Die ist auch nicht ganz fertig. Lichtanlage und so habe ich hier noch gar nichts gemacht. Das werde ich wahrscheinlich wohl auch nicht machen. Ja, aus dem Grund, da ich die eh nicht fahren werde und die sowieso nur als Deko dient. Hier kommt wahrscheinlich wohl auch irgendwann mal ein Dummy drunter mit einem anderen Radstand und dann passt das und dann kann der als Deko dastehen. Hier habe ich mich vom Design her das an dem anderen mit angelehnt, ein bisschen abgeändert, ein bisschen Farbe noch mit reingebracht. Und auf die gleiche Art entstanden. Ja, wie gesagt, schade, die werde ich nie fahren, da ich den Radstand an meinen Drifter nicht auf die Karosse anpassen werde. Möglich wäre das alles, bloß da habe ich keine Lust zu. Und deswegen wird der als einziger ungefahrener als Deko hinhalten müssen. Ja, das war es auch zum Thema M3 E30 Cabrio. Somit wären wir am Ende dieses Videos angekommen. Wir sind schon circa bei 15 Minuten und das reicht hier, denke ich. Also ich habe da noch einige, noch einen zweiten bzw. dritten Teil wird es wohl noch geben, sofern ihr da Lust drauf habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Like da und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.